Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine weitere kleine MD500 für euch und zwar diesmal die von RC-Era. Hier in einem unscheinbaren Karton. Das liegt aber daran, dass viele von euch ja wahrscheinlich schon einige Modelle haben. Deswegen habe ich hier nicht die RTF-Version, sondern einmal die BNF-Version, das heißt also ohne Fernsteuerung. Und die MD500 hat hier auch einen Höhensensor verbaut. Was hier sonst noch mitgeliefert wird, das zeige ich euch jetzt mal als nächstes. Dann zeige ich euch natürlich die MD500 wieder etwas genauer und wir gehen am Ende natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Dann machen wir den Karton mal auf und gucken uns den Lieferumfang mal an. Der ist bei der BNF-Version ja bekanntlichermaßen nicht sehr groß. Wir haben aber hier wieder eine Bedienungsanleitung dabei, hier in Englisch. Dann haben wir als nächstes schon den Rumpf der MD500, hier im schicken Blau-Gelb. Den müssen wir nachher noch komplettieren. Hier fehlt nämlich noch das Landegestell und das Heckleitwerk. Das machen wir gleich aber noch. Dann müssen wir noch die untere Einlage rausnehmen. Und dann haben wir natürlich noch das Heckleitwerk mit den Befestigungsschrauben. Und auch noch das Landegestell mit den Befestigungsschrauben. Und last but not least noch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Als allererstes müssen wir natürlich die MD500 erstmal komplettieren, das heißt das Landegestell und das Heckleitwerk dran machen. Das könnt ihr mit dem beigelegten Schraubendreher machen. Ich würde aber empfehlen, hier einen vernünftigen Schraubendreher zu nehmen, auch so einen kleinen Kreuzschlitz. Und ich würde sagen, wir bauen den gerade mal eben zusammen. Ja, auch das neue Design-Update der MD500 von RC-Era ist wieder richtig schick geworden. Hier sind natürlich auch wieder viele Details angebracht, wie am Rumpf wieder die ganzen Nieten und natürlich auch am Heckausleger. Wir haben natürlich wieder die Türkonturen abgebildet und hier oben auch die kleine Stabantenne angebracht. Die Fenster sind hier wie immer schwarz und am Rand wieder etwas geschlitzt. Auch das typische T-Leitwerk hier hinten ist schön umgesetzt worden und ebenfalls mit Nieten versehen. Aber auch hier sitzt natürlich der Heckrotor leider wieder auf der falschen Seite. Ein bisschen Beleuchtung haben wir natürlich auch wieder, und zwar vorne die weiße LED und hinten am Heck eine rote LED. Beide sind auch wirklich richtig schön hell. Angetrieben wird die Use wieder über Ritzel-Zahnrad von einem Brushed-Motor, genauso wie der Heckantrieb, das ist ebenfalls ein Brushed-Motor. Wir haben hier auch einen Vierblattkopf verbaut, der besteht aus Kunststoff, genauso wie die Taumelscheibe. Die Rotorwelle besteht aber natürlich aus Metall. Die Rotorblätter sind hier schwarz und haben an den Enden diese schicken gelben Blattspitzen. Angesteuert wird die Taumelscheibe auch wieder über 3 Mikroservos. Das Landegestell ist auch wieder richtig cool umgesetzt worden, mit den typisch langgezogenen Kufen nach vorne und den 4 Trittstufen. Die blau-gelbe Metallic-Lackierung und die Decals sind hier auch wieder überall sehr gut aufgetragen und optisch ist die Use wieder richtig schick geworden. Was hier auffällt ist, dass nirgendwo der RC-Era-Schriftzug aufgedruckt wurde, was ich optisch auch ganz cool finde. Im Gegensatz zu den beiden letzten MD500, die ich euch gezeigt habe, haben wir hier auch mal wieder einen Höhensensor verbaut. Der sitzt natürlich hier unten unter dem Rumpf. Der Akku wird auch wieder hier unten eingeschoben, bis er einrastet. Und dann kann man die Use über den Knopf am Akku wieder einschalten. Dann einfach auf eine gerade Fläche auf den Boden stellen und dann den gewünschten Pitchhebel einmal nach oben und unten bewegen. Dann ist der Heli schon gebunden. Die ganze Technik mit dem Multiboard sitzt natürlich auch wieder hier vorne unter der Haube. Das kann man jetzt natürlich nicht so gut sehen, weil man die Haube nicht abnehmen kann. Aber wenn man hier unten durch das Akkufach guckt, dann sieht man ein wenig davon. Die MD500 hat einen Rotorkreis von 255 mm. Eine Länge von 235 mm, ein Abfluggewicht von ca. 97 Gramm und eine Flugzeit von ca. 10 Minuten. Ja, das neue Design der kleinen MD500 gefällt mir wieder richtig gut und ich würde sagen, das war es jetzt wieder zu den Details und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar schicke Drehtelleraufnahmen.
Am Ende wie immer natürlich auch hier ein kleines Fazit. Optisch, denke ich, muss man gar nicht mehr viel sagen. Auch diese MD500 sieht mega aus für meinen Geschmack. Gerade auch mit den ganzen Nieten und den Kleinigkeiten wie die Stabantenne und so machen das Modell wirklich zu einem richtigen Hingucker. Auch wenn jetzt hier wieder der Heckrotor auf der falschen Seite sitzt, aber ich denke mal, das ist verkraftbar. Fliegerisch habe ich diesmal festgestellt, dass sie doch tatsächlich mit dem Höhensensor etwas sauberer zu fliegen ist, wie die anderen MD500 ohne Höhensensor. Ob es jetzt am Sensor liegt oder ob die Abstimmung hier ein bisschen anders ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber sie ließ sich wirklich sehr schön und ruhig fliegen. Sicher und stabil fliegen die meisten Modelle mittlerweile alle. Da muss man sich als Anfänger also keine großen Sorgen machen. Auch hier sind die Taumelscheibenausschläge jetzt wieder nicht allzu groß, sodass es bei Wind auch etwas schwieriger ist, gegen den Wind anzufliegen. Daher auch hier würde ich sagen, ist die Hughes eher für die Halle oder windstille Tage draußen geeignet. Je nachdem, welche Fernsteuerung man hier verwendet, hat die MD500 natürlich auch alle Funktionen wie bei der RTF-Version, also Autostart und Landung und auch die Einstellungen für die Taumelscheibenausschläge. Ich denke mal, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Als Fernsteuerung könnt ihr im Grunde die meisten RTF-Fernsteuerungen verwenden, die von RCERA kommen, also die graue oder die schwarze. Auch die ganz normale Standard-Fernsteuerung könnt ihr verwenden. Natürlich auch die von Flightzone oder von Amevi. Oder natürlich auch die Multiprotokoll-Fernsteuerung, wie zum Beispiel hier so eine Radiomaster. Die müsst ihr natürlich dann dementsprechend auch programmieren, damit ihr die mit dem RCERA-Modell binden könnt. Geht aber auch. Ich verlinke euch die MD500 auch wieder hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Rabattcode, den ihr verwenden könnt. Und ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die MD500 gefällt und ob euch die BNF-Version auch ausreicht. Lasst mir gerne ein Like da, Abo und Glocke nicht vergessen. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Chrissy. Ciao.